Hoch über der Landschaft, auf einem schmalen Bergsporn, liegt sie verborgen. Die Ruine Ratzenried. Heute sind es nur noch Mauern. Doch einst war dieser Ort ein Zentrum von Macht, von Kontrolle und vielleicht auch von Geheimnissen. Die Ursprünge der Burg reichen zurück bis in das frühe 12. Jahrhundert. Im Jahr 1145 werden die Herren von Ratzenried erstmals erwähnt. Als Dienstmannen des Klosters St. Gallen hatten sie eine wichtige Aufgabe. Sie sicherten die umliegenden Ländereien und zogen die Abgaben der Höfe ein. Warum genau diese Burg an diesem Ort errichtet wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Doch vieles deutet darauf hin, dass sie Teil eines größeren Systems war. Ein Netz aus Macht und Einfluss, das sich über das Land spannte. Ende des 13. Jahrhunderts verschwindet das ursprüngliche Geschlecht der Ratzenrieder. Doch der Name bleibt. Neue Herren übernehmen die Burg und führen ihn weiter. Im Laufe der Jahrhunderte wechselt die Burg immer wieder ihren Besitzer. Namen kommen und gehen, doch die Mauern bleiben. Im Jahr 1502 erlebt die Burg noch einmal einen Aufschwung. Jos Humpis von Ratzenried lässt sie aufwendig wiederherstellen und verstärken. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits teilweise verfallen. Nach dem Ausbau gehört Ratzenried zu den größten Burganlagen der Region. Mit ihren mächtigen Mauern, den Schießscharten und der strategischen Lage wirkt sie nahezu uneinnehmbar. Doch auch starke Mauern können den Lauf der Geschichte nicht aufhalten.
Am 8. Mai 1632 wird die Burg zerstört. Schwedische Truppen hinterlassen nichts als Verwüstung. Der Schaden ist gewaltig und Ratzenried wird nie wieder aufgebaut. Seitdem beginnt der langsame Verfall. Die Jahrhunderte ziehen vorbei, Wind, Wetter und Zeit. Sie nagen an dem, was einst ein stolzes Bauwerk war. Und doch verschwindet die Burg nie ganz aus der Geschichte. Im 19. Jahrhundert gilt sie noch immer als eine der eindrucksvollsten Ruinen Württembergs. Später entstehen auf dem Gelände sogar Grabstätten. Doch auch sie verschwinden wieder. Erst in neuerer Zeit wird der Verfall gestoppt. Durch aufwendige Sicherungsarbeiten bleibt das erhalten, was die Zeit übrig gelassen hat. Heute steht die Ruine Ratzenried still und verlassen in der Landschaft. Vor allem im Winter, wenn Schnee die alten Mauern bedeckt, wirkt dieser Ort fast unwirklich. Still, kalt und voller Geschichten, die nie ganz erzählt wurden.
Der Ratzenrieder Panoramaweg. Ein Rundweg, der Geschichte und Landschaft miteinander verbindet. Der Ausgangspunkt liegt im Ortskern von Ratzenried. Hier befindet sich der Georgsbrunnen, geschmückt mit den Wappen jener Herrschaften, die das Dorf über Jahrhunderte geprägt haben. Von hier aus führt der Weg weiter, vorbei am oberen Schlossweiher und hinauf zur Burgruine Ratzenried. Dort oben thront sie noch immer, die einst größte Dienstmannenburg des Allgäus. Der Weg führt schließlich zurück in den Ortskern. Dort befindet sich die alte Gerichtsstube im Ochsen, ein Ort, an dem Geschichte bewahrt wird und Geschichten weiterleben. Der Panoramaweg selbst ist rund 8,9 Kilometer lang, mit etwa 67 Höhenmetern im Auf- und Abstieg. Die Gehzeit beträgt ungefähr 2,5 Stunden, eine Strecke, die sich gut bewältigen lässt. Ein Weg zum Entdecken, zum Innehalten und zum Eintauchen in die Geschichte dieser Landschaft.